Schmerzen hervorrufen, sind alle dafür da, dass du etwas, was du glaubst, was unveränderbar wäre, in deinem Denken loslässt und anfängst zu wandeln in das, was von innen dich führt. Unsere Bedürfnisse, unsere Träume, dasjenige, was wir spüren, was wir wirklich wollen, schon alleine, dass wir sagen, wir wollen in Leichtigkeit und Freude leben. Ich kenne überhaupt niemanden, der nicht sagt, das möchte ich gerne. Aber wer tut das wirklich? Zum Beispiel ich. Ich lebe so. Aber warum? Weil ich gelernt habe. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Es ist mir so richtig in den letzten Tagen klar geworden, wo ich durchgeführt wurde, bereits fast vor 6 Jahren, und wofür ich konkret hier bin, anderen Menschen zu helfen und zu zeigen und zu unterstützen, um den Prozess, den jeder Einzelne in sich selbst zu tun hat, um aus einem alten Bewusstsein in ein neues Bewusstsein überzugehen. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte, weil das ist genau das, was passiert. Jeder Einzelne geht genau in seinem Prozess. Es sieht kollektiv aus, weil wir mit unseren Augen rausschauen und denken, es betrifft viele andere auch, die Ereignisse. Aber in Wirklichkeit ist es jedem Einzelnen sein eigener Prozess, durch den er hindurchgeht. Was meine ich damit? Einer meiner Hunde will hier durch, oder ist eine Leine. Es ist das Loslassen von einem alten System. Das findet in einem statt. Das hat was mit Beschränkungen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man selber noch sehr viel Angst hat, dass man selber glaubt, Dinge von außen könnten einen bestimmen. Und du wirst jetzt vielleicht sagen, ja wieso, das ist ja so. Es ist ja eine Katastrophe, was da stattfindet. Schau doch hin. Schau doch, wie das alles zusammenstürzt und was da alles passiert. Es ist ja absolut restlos, absolut katastrophal schlimm. Siehst du das nicht? Wenn du verstanden hast, wie das Leben funktioniert und worauf es ankommt, hast du keine Angst mehr. Das macht dir überhaupt keine Angst mehr, weil du siehst den Zusammenhang mit deinem eigenen Denken und du siehst andere Dinge. Ich habe immer wieder gesagt, wir haben nicht eine Realität, wir haben so viele Realitäten, wie Bewusstseine sind. Wir sehen die Erde verschieden. Wir sehen, was wir glauben, was ist. Deswegen sagt der eine zum Beispiel, ja, in Amerika, das ist die größte Katastrophe, die passiert. Der nächste sagt, es ist wunderbar und notwendig, was passiert. Und so überall anders auch. Weil das, von dem ich ausgehe, was Realität ist, ist das, was ich glaube. Und es ist das, wie ich die Welt sehe. Und wenn ich durch Augen voller Angst schaue, sehe ich komplett etwas anderes, wie wenn ich durch Augen der Sicherheit und Freude gehe. Das ist der Prozess. Es geht in diesem Prozess, Wandlung ansteht. Ja, weil man spürt auf allen Ebenen, dass man so nicht weitermachen kann. Entweder wird man krank oder das ganze Umfeld passt nicht mehr oder man spürt einfach auf allen Ebenen, es ist so nicht weiter machbar. Wenn ich so weitermache, werde ich krank. Ja. Und dieses, was sich in einem ankündigt und wo man spürt, so nicht weiter, das ist der entscheidende Punkt. So nicht weiter, so mache ich nicht weiter, so kann ich nicht weitermachen. Das geht so nicht.
Es ist ein katastrophaler Zustand. Genau auf diesen Punkt kommt es an. Das ist etwas, was aus dem eigenen Inneren kommt und einem helfen will, neue Schritte zu setzen. Die Welt ist so aufgestellt, das Spielleben ist so aufgestellt, dass die Situation im Leben immer ärger wird, bis wir entsprechende Schritte setzen. Und das ist ein Geschenk. Und das ist etwas, wo es darauf ankommt, das zu erkennen. Und wenn wir das erkennen und sagen, stopp, ich will anders. Und wir fangen an, anders zu gehen, dann kann von dort aus ein ganz neuer Zustand, eine ganz neue Lebenssituation aufbrechen. Was wir hier, jeder Einzelne durchlaufen in unserem eigenen Bewusstsein, ist das Aufwachen. Und was heißt Aufwachen? Aufwachen heißt, dass wir zu dem zurück uns erinnern, wer wir eigentlich sind und wie das Leben funktioniert. Wir sind konditioniert. Wir denken, wir wären die Rolle in der Regel. Das, was wir hier spielen. Und wenn wir an der Rolle kleben, die wir hier spielen, ist unser Leben limitiert, weil wir nur so weit können, wie wir glauben, dass unsere Rolle gehen kann. Wenn wir erkennen, wir sind unsterbliche Energie, wir sind nicht getrennt von allem anderen, dann geht in dem Moment eine völlig neue Situation auf. Nicht hier denken, wissen. Ich kann mich erinnern, 2019 war rundum unendlich anforderungsreich und es ging jetzt darum, 2019 zum Beispiel vielerlei Dinge zu machen und aufzubrechen schon, weil ich gespürt habe, ich will im Alten nicht mehr drin sein. Ich war ja Modedesignerin, war Stardesigner und es war unglaublich anstrengend geworden. Ich war schwer krank geworden, ich hatte schweres Rheuma und ich merkte, alles in mir wollte aus dieser Situation ausbrechen. Und jetzt, ich wäre schon so weit gewesen, mein Mann war noch nicht ganz so weit, alles wirklich loszulassen. Und tatsächlich brauchte das in unserer Situation dann die Hilfestellung, dass unsere Tochter tödlich verunglückt ist, wodurch danach wirklich der Punkt war, zu sagen, okay, was ist es, worauf es wirklich ankommt? Es gibt nichts zum Festhalten. Leben kann in einer Sekunde zu Ende sein. Sie war 26 Jahre alt, sie ist gestorben durch einen Elektrizitätsschlag. Schneller geht der Tod überhaupt nicht. Das ist innerhalb einer Millisekunde ist alles vorbei. Das hat uns auf der tiefsten Ebene klar gemacht, so gehen ist Thema. Und wir haben innerhalb von 4 Monaten alles das, was wir mit Herz und Seele aufgebaut haben, in Europa losgelassen. Es war fertig. Ich hatte einen Monat vorher schon mit meinem ersten Online-Kurs gestartet, sehr erfolgreich. Ich hatte schon 2018 von meiner inneren Stimme gehört, es ist Thema, eine Sprecherausbildung zu machen. Das war das Schrecklichste, was ich mir vorstellen konnte, weil ich auf keinen Fall von Leuten reden konnte. Es hat sich alles in mir vorbereitet. Ich habe dann gesehen, dass alles, was ich auch in der Mode gelernt habe und in den 7 Unternehmen, die wir aufgebaut haben im Ganzen, wie viel ich geschult wurde und gelernt habe in meinem Leben, um das zu tun, was ich heute tue. Und schlussendlich ist es auch noch durch viele Prozesse gegangen, bis wir uns so befreit haben, zu sagen, okay, alles ist möglich. Das ist ein Bewusstseinszustand, alles ist möglich. Was wollen wir wirklich? Und in mir kam klar, Asien, hierhin, das ist dein Ort. Da musst du hin. Und es war auch nicht Thema, auf meinen wunderbaren Mann zu warten, sondern einfach zu gehen. Ich habe gesagt, du kannst überall hin auf der Welt, aber ich muss dorthin. Und ich habe den ersten Monat gebucht. Und am nächsten Tag habe ich den 2. Monat gebucht und habe gesagt, du kannst überall hin, aber ich muss dorthin. Ich habe mich auf mich stellen müssen, ich musste meinem Inneren vertrauen und ich habe das getan. 2 Wochen später sagte er, kommt mit. Und auch für ihn ist es, weil es seine eigene Entscheidung dann schlussendlich war, das Schönste, was er hat machen können. Jetzt sind wir fast 6 Jahre hier. Genau rechtzeitig vor Covid. Wir hätten große Schwierigkeiten gehabt mit unserem Modeunternehmen.
Wir haben gehört nach innen und wir haben getan, was Aufgabe war. Seither hat unser Leben sich restlos geändert. Es hat sich einfach gewandelt in Segen. Warum? Weil ich entschieden habe, meinem Wissen von innen zu folgen, meinem Herzen zu folgen, das nur noch zu tun, mir keine Sorgen mehr zu machen über irgendetwas, was aus meinem Verstand mir angereicht wird, sondern einfach wirklich zu vertrauen, restlos zu vertrauen. Und das hat mich nur in Segen über Segen über Segen über Segen geführt. An diesem Punkt stehen wir alle an. Und der Punkt ist restlos schmerzvoll, bis wir gehen. Weil ein Bewusstsein, was in uns ist, was uns limitiert, das sind nur Gedanken. Ich war schwer rheumakrank. Ich saß zeitweilig im Rollstuhl. Ich habe gedacht, ich kann nicht, wie ich will. Das komplette Entlassen von diesem Ich kann nicht und wandeln, ich kann alles, hat mich komplett von innen geheilt. Als ich 2020 mit meinem Mann nochmal nach Europa geschickt wurde und ich habe mich testen lassen, war nicht ein Gramm von vorher super schweren, hohen Rheumawerten in meinem Körper. Diese Dinge, die vielleicht in deinem Leben richtig zwitschern, wehtun, unendliche Schmerzen hervorrufen, sind alle dafür da, dass du etwas, was du glaubst, was unveränderbar wäre, in deinem Denken loslässt und anfängst zu wandeln in das, was von innen dich führt. Unsere Bedürfnisse, unsere Träume, dasjenige, was wir spüren, was wir wirklich wollen, schon alleine, dass wir sagen, wir wollen in Leichtigkeit und Freude leben. Ich kenne überhaupt niemanden, der nicht sagt, das möchte ich gerne. Aber wer tut das wirklich? Zum Beispiel ich. Ich lebe so. Aber warum? Weil ich gelernt habe, nach innen zu gehen, nach innen zu vertrauen, weil ich verstanden habe, innen ist die Realität, in mir, meine Bilder, was ich in mir rede, was ich in mir spüre, das ist es, was außen schafft. Wenn ich ein neues Außen haben will, muss ich innen verändern. Ich hatte früher, ich kann nicht, ich spüre, das will ich und das kann ich nicht und ich kann das nicht und ich kann das nicht und ich kann das nicht und ich komme nicht durch und ich komme da nicht hin. Ja, was mache ich? Krank werde ich natürlich und ich komme überhaupt nicht dorthin, wo ich hin will. Ja, auch wenn ich Modedesignerin und Stahldesignerin mit Schauen in New York war. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da bin, wo ich hin will. Ich habe natürlich auch erfahren, dass es überhaupt um nichts außen geht, es geht um innen. Freude ist ein Zustand innen, Leichtigkeit ist ein Zustand innen, er hat nichts mit außen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich im Bewusstsein dort angekommen bin. Das heißt, ich begegne auch den Dingen, die von außen kommen und mir vielleicht Angst machen wollen, irgendwann mal, weil ich das Leben verstanden habe, mit kompletter Gelassenheit und weiß, es kann mir nichts was antun. Es ist gar nicht möglich. Wenn ich nicht will, passiert gar nichts. Das ist genauso, wie wenn jemand mit mir spielen will und mir sagt, guck mal, da kommt das und das und das. Und dann kann ich mich ja fragen, will ich mitmachen oder nicht? Und das ist der entscheidende Punkt, wo jeder einzelne Mensch für sich steht. Weil wie ich mit den Dingen umgehe, ist deine Angelegenheit. Jedem einen seine eigene Angelegenheit. Folge ich der Angst, denke ich ganz einfach, selbstverständlich und gehe davon aus, dass ich Opfer der Umstände bin. Fertig. Da werde ich immer Angst haben. Da könnte mir immer etwas passieren. Immer gibt es Gründe, wofür man Angst haben könnte. Wenn ich aber verstanden habe, ich bin der Erschaffer meiner gesamten Realität, die ich wahrnehme, ja, dann kann mir jemand im Spiel was anreichen und dann sage ich, nee, dann meine ich nicht, interessiert mich nicht und es ist weg. Ich bin jetzt so geführt worden, dass ich jeden einzelnen Schritt in meinem Leben wirklich von innen habe erfahren dürfen und gesehen habe, okay, wie es wirklich funktioniert. Und zwar nicht hier, sondern tuend und in Lebensrealität. Ich lebe in restloser Fülle. Die schönste Art und Weise, wie man Leben überhaupt führen kann. Ich denke jeden Tag, es ist unglaublich, dass ich das erfahren darf.
Ich bin zu dem aufgewacht, wer ich bin, was ich bin. Ich habe festgestellt, das Größte, was ich überhaupt erfahren kann, ist die Verbindung mit mir selbst. Und in Verbindung mit dem Wissen in mir zu stehen. Ich stehe derweil in diesem Wissen zu mir, derweil ich mit dir rede. Ich habe durchgängig tief absolut erfahren, dass ich in mir, dass das, was mich lebt, göttliche Energie ist und dass ich die bin und dass die nicht nur in mir, sondern in dir und in jedem fließt. Das, was uns atmet, ist göttlich, aber das ist das, was wir sind. Hier ist die ganze Geschichte, worum es geht. Du wirst dem nicht entfliehen, du wirst nicht aus Angst irgendetwas verlassen können und woanders hingehen und sagen, ach, dieses blöde Europa oder sonst irgendetwas, da gehe ich jetzt weg. So eine Katastrophe, da will ich jetzt nicht mehr mitmachen. Du wirst alles, was du erfährst, dort mit dir mitnehmen. Es gab einen weisen Mönchen vor einer Stadt und neulich hat mir eine Frau diese Geschichte erzählt und ich finde sie so perfekt. Der saß vor seiner Stadt und es kamen Menschen und wollten in die Stadt und es kam eine Frau vorbei und sagte, ich möchte gerne in deine Stadt, wie sind denn die Menschen in deiner Stadt? Und er sagte, wie waren denn die Menschen in deiner Stadt vorher? Oh, die waren so absolut furchtbar und abscheulich. Also es war das Grässlichste, was mir jemals untergekommen ist. Diese Leute waren eine Katastrophe. Ja, so sind die Leute hier auch in der Stadt. Sie sind eine Katastrophe. Und als nächstes kam ein Mann vorbei und er schaute fröhlich rein und sagte, oh, ich möchte gerne in deine Stadt. Wie sind denn die Menschen in dieser Stadt? Und dann fragt der Mönch, wie waren denn die Menschen in deiner Stadt, wo du herkommst? Oh, die waren so nett und wir hatten so ein tolles Miteinander. Es ist das Schönste, wie wir miteinander umgegangen sind. Dann sagte der Mönch, ja, diese Stadt ist auch so. Das sind so liebe Menschen und das ist einfach etwas Wunderbares, wie man mit denen umgehen kann. Du hast verstanden, worum es geht. Es ist innen. Ich kann dem nicht aus. Ich kann nicht wegrennen. Ich kann nirgends hin. Ich kann nur durch. Ich kann auch nur sagen, es kann sehr schmerzvoll sein. Meine Prozesse waren äußerst schmerzvoll. Und ich hatte überhaupt nicht die Situation, dass ich furchtbar viel Geld hatte, denn ich war ja schon so lange krank gewesen. Und unsere ganze Situation war absolut finanziell nicht leicht. Nichts war von außen gegeben. Es musste alles in dem Moment erschaffen werden. Fülle ist eine Frage des Bewusstseins. Wie ich mein Leben lebe, ob ich Freude habe oder keine Freude habe, ist eine Frage des Bewusstseins. Ob ich am richtigen Ort bin oder nicht, ist eine Frage des Bewusstseins. Was ich wahrnehme, ist eine Frage des Bewusstseins. Das ist Thema. Und dein Herz hat mich verstanden, weiß ganz genau, was ich da gesagt habe. Das ist alles, worauf es ankommt. That's the point. Hier liegt die Fragestellung. Damit bist du konfrontiert. Nur mit dir selbst. Das heißt, dein altes Denken muss entlassen werden. Um das Neue, um die neue Erde auf der Erde zu erschaffen. Um das Paradies auf die Erde zu bringen, ist es das notwendig, in dir dein altes Bewusstsein von Angst, von Nichtkönnen und so weiter zu entlassen und das Neue zuzulassen. That's all. Das ist alles, worauf es ankommt. Ich habe gerade einen Kurs laufen, 21 Tage lang. Und den kannst du jederzeit einsteigen und jederzeit machen. Wie designe ich mein Leben, wo das vertieft wird, wie das funktioniert. Und es kommt in Kürze ein fantastischer neuer Kurs. Ich sei einfach gespannt, du wirst davon erfahren, was alles mit diesen Dingen zu tun hat, wie du jetzt das in dir entfaltest, das Neue und die neue Erde auf die Erde bringst, wie du dein Bewusstsein erweiterst. In diesem Sinne,
Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, tue das, weil das hilft einfach, dass mehr Menschen hören, worauf es wirklich ankommt. Gebe mir deinen Daumen und schreibe unten drunter. Auch das hilft mir, dass meine Message weiterkommt. Denn das ist die Message, auf die es ankommt in der heutigen Zeit. Und ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du das schon verstehst von dem, was ich rede. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.